Meine Freunde, hola Madridistas, es ist Spieltag. Heute um 18:30 Uhr trifft Real Madrid auf Osasuna. Und natürlich gibt es eine Watchparty. Ihr seid alle herzlich eingeladen. So eine halbe Stunde vorm Anstoß geht es los. Lasst uns zusammen das erste Spiel von Real Madrid als Spitzenreiter zusammenschauen. Daumen drücken, dass das auch so bleibt, dass unsere Jungs so gut spielen wie in den letzten Wochen. Ja, und heute in dem Video erfahrt ihr alles, was ihr über dieses Spiel wissen müsst. Ihr kriegt die Kaderliste, ihr kriegt Pressekonferenz, Abschlusstraining, die Ausstellung, die Arbeloa in der Pressekonferenz schon quasi verraten hat. Aber es gibt auch schlechte Nachrichten, denn Dienhausen ist wieder einmal verletzt. Was da los ist, erkläre ich euch natürlich in diesem Video. Aber wir unterhalten uns vor allem auch über eine exklusive Information von heute Morgen. Und zwar, die UEFA hat einen absoluten Boss-Move gemacht, um Gianluca Pietrani seine gerechte Strafe zukommen zu lassen. Ich bin kein Fan der UEFA, aber in diesem Fall Hut ab. So viel kann ich verraten. Diese Strafe wird historisch. Also, viel Spaß beim Video. Ja, macht euch schon mal bereit, setzt euch an die Tastatur und fangt schon mal mit den Mimimis in den Kommentaren an. Aber ich muss mich jetzt mal beschweren, manchmal ist das Leben als Content Creator auch nicht einfach. Ich saß gestern bis 1:30 morgens, um dieses Video zu skripten, die Sachen zu übersetzen, alles zu ordnen und wache heute Morgen zu einer Eilmeldung auf, die natürlich Priorität hat und deshalb fangen wir mit der auch an. Eigentlich wollte ich mit euch Teile einer historischen Pressekonferenz von Vincent Kompany durchgehen. 12 Minuten Gänsehaut. Wer diese Pressekonferenz noch nicht gesehen hat, ich kann euch empfehlen, euch die anzuhören. Aber wer das nicht möchte, der kann auch warten. Heute in der Halbzeit, während des Watchalongs, werde ich mir diese Pressekonferenz mit euch anschauen. Wie gesagt, 12 Minuten Gänsehaut. Aber die exklusive Information hat nun mal Vorrang. Ja, was ist passiert? Laut ESPN hat Gianluca Pietrani sein Statement vor der UEFA abgegeben. Ja, und jetzt das Problem. Die UEFA hat ihm diesen Videobeweis vorgespielt, wo man ganz klar sieht, dass er Vini Mari, ihr könnt es selber lesen, ich möchte das Wort nicht aussprechen, ja, denn das ist eine Beleidigung für homosexuelle Menschen, das ist eine homophobe Aussage, ja, und dem Argentinier blieb dann nichts anderes übrig, als zuzugeben, dass er das gesagt hat. Ja, warum ist das jetzt so ein genialer Move der UEFA? Die UEFA war in einer Zwickmühle. Sie wollte Pietrani logischerweise für die rassistischen Äußerungen bestrafen, konnte es aber nicht, weil wie willst du beweisen, was jemand gesagt hat, während er seinen Mund mit seinem Trikot versteckt? Ja, und die UEFA hat dann einfach den El Capone-Move gemacht. Ja, ihr wisst es vielleicht nicht, einige schon, ich erkläre es aber. El Capone, der berühmte Mafia-Boss, Schmuggel, ich darf diese ganzen Worte nicht sagen, aber ihr wisst, was El Capone gemacht hat. Ja, und in Amerika konnte man ihm das alles nicht beweisen. Ja, im Endeffekt ist er dann für Steuerhinterziehung für 11 Jahre ins Gefängnis gekommen. Also, mehr oder weniger den gleichen Move macht die UEFA. Denn homophobe Beleidigungen sind im gleichen Artikel wie rassistische Beleidigungen. Und dieser Artikel beinhaltet auch, das ist Artikel 14 aus der UEFA-Regularien, ich blende euch den ein, ihr seht da ganz unten, mindestens 10 Spiele Sperre für denjenigen, der deshalb überführt wird. Also, Pietrani steht vor mindestens 10 Spiele Sperre. Ja, ich finde das absolut gerecht. Wobei ich über meine eigene ganz harte Linie nach den Worten von Kompany nochmal nachgedacht habe. Aber wie gesagt, dazu kommen wir gerne heute in der Halbzeitpause des Watchalongs. Wie dem auch sei, die UEFA
Ich kann nur gratulieren. Cooler Move. Im Endeffekt wollen wir ja alle nur, dass der Argentinier seine gerechte Strafe bekommt. Ja, das war die Eilmeldung. Quelle, wie gesagt, ESPN. Und starten wir jetzt allerdings mit dem Spiel von heute. Ich zeige euch zunächst einmal den Spieltag der spanischen Liga. Es ist eins dieser schwereren Wochenenden für Real Madrid. Eins dieser Wochenenden, wo Real Madrid auswärts ran muss und Barcelona und Atletico die Hauptkonkurrenten Heimspiele habt. Wie ihr seht, dazu Barcelona zu Hause gegen Levante. Sollten sie an sich locker gewinnen. Atletico Madrid gegen Espanyol Barcelona ist eigentlich auch ein einfacher Sieg. Espanyol Barcelona ist im absoluten Tiefflug. Die waren relativ gut gestartet, aber verlieren zurzeit alles. Ja, den schwersten Gegner hat Real Madrid. Die spielen in Osasuna. Ja, unter anderem gegen einen Victor Muñoz, der zurzeit überragend ist. Ja, aber es sind nicht nur alles schlechte Nachrichten, es gibt auch schöne. Ich erinnere nochmal, zeige euch nochmal die Tabelle der spanischen Liga. Den Platz an der Sonne ganz oben hat Real Madrid. Wir haben den gerade erobert. Bitte gib den nicht sofort wieder ab. Ja, und die Jungs, die dafür sorgen sollen, dass dieser Platz an der Sonne nicht abgegeben werden soll, sind diese Jungs. Das ist die Kaderliste, die ein Álvaro Arbeloa nominiert hat. Wie ihr seht, ein Thiago Pitarch, ich habe euch in dieser Woche dieses wunderschöne Video über den Jungen gezeigt, ist wieder nominiert. Hoffen wir, dass der am Ende des Spiels vielleicht noch mal ein paar Minuten bekommt. Sollte Real Madrid führen, stehen die Chancen dafür mit Sicherheit gut. Ja, für wen die Chancen schlecht stehen oder besser gesagt gar nicht vorhanden sind, ist Dienhausen. Der spanische Nationalspieler ist wieder einmal verletzt. Real Madrid hat das gestern bekannt gegeben. Lesen wir uns das zusammen einmal durch. Hausens medizinischer Bericht. Nach den heutigen Untersuchungen durch die medizinische Abteilung von Real Madrid wurde bei unserem Spieler Dienhausen eine Muskelverletzung in der rechten Wade diagnostiziert. Sein Genesungsverlauf wird überwacht. Also Real Madrid gibt das hier nie bekannt. Uns interessiert aber quasi weniger, was er hat, sondern vielmehr, wann ist er wieder zurück. Und ich blende es ein. Fabrizio Romano hat da etwas Entwarnung gegeben. 5 bis 7 Tage. Was allerdings auch bedeutet, heute fällt er auf jeden Fall aus. Und im Rückspiel gegen Benfica Lissabon könnte er auch fehlen. Also wieder einmal keine guten Nachrichten. Was ist das in der Abwehr von Real Madrid? Also, wenn ich heute Rüdiger oder Asensio wäre, also einer von denen, die heute wahrscheinlich spielen müssen, hätte ich eine Panikattacke. Es ist in Real Madrid anscheinend unmöglich, dass 3 Innenverteidiger gleichzeitig fit sind. Immer wenn einer zurückkommt, wie Rüdiger, verletzt sich jetzt der andere, Dienhausen. Meine Güte, David Alaba ist ja auch noch da, aber der Militao dauert auch noch ein bisschen, aber ist auch wieder auf dem Feld. Lasst uns hoffen, dass endlich der Abwehrfluch vor allem, allgemein, dass der Verletzungsfluch bei Real Madrid endlich ein Ende nimmt. Ja, ich bin der festen Überzeugung, wenn Álvaro Arbeloa alle Jungs zur Verfügung hat, dann wartet auf uns eine schöne Restsaison. Ja, wie dem auch sei, gestern war ein atypischer Tag bei Real Madrid, denn normalerweise trainiert Real Madrid immer um 11 Uhr morgens und gestern hat Álvaro Arbeloa alle Pläne umgeschmissen. Ich zeige euch mal den Tagesablauf von gestern. Wie ihr sehen könnt, fing gestern der Tag für Real Madrid erst nachmittags an. Álvaro Arbeloa hat den Jungs den Vormittag mit ihren Familien gegeben. Es ging los mit der Pressekonferenz, danach direkt im Anschluss das Training und nach dem Training ist Real Madrid zusammen als Einheit in den Flieger gestiegen und nach Osasuna geflogen. Also die Jungs haben den Vormittag mit ihrer Familie verbracht, dafür ging es abends schon nach Osasuna. Unsere Spieler sind dann gestern um 9:30 circa im Hotel angekommen, ja. Und heute geht's dann weiter zum Stadion und dann zum Spiel. Also wie gesagt, Arbeloa hat den Jungs vormittags freigegeben, aber ab nachmittags sollte der Fokus auf dem Spiel gegen Osasuna liegen und natürlich auch in diesem Teambuilding. Das macht Arbeloa unglaublich gut, diesen Zusammenhalt der Mannschaft bilden und immer wieder in den Vordergrund zu stellen. Das hat man gestern auch in der Pressekonferenz gesehen. Jede Frage, wie ihr euch vorstellen könnt, naja, bis auf 2, die zeige ich euch auch, die sportlichen Fragen. Die anderen Fragen gingen alle rund um Vinny und den Vorfall von Pietrani. Ja, und ich zeige euch mal beide Antworten und Fragen, die ich mir rausgesucht habe, die ein bisschen zeigen, wie ein Álvaro Arbeloa ist. Hören wir da zusammen einmal rein. Dieses Nicht-Durchgehen lassen neulich in Lissabon, hätte das auch bedeuten können, das Spielfeld zu verlassen? Nun, auch hier werde ich mich sehr klar ausdrücken.
Es war die Entscheidung von Vinicius auf den Platz zurückzukehren und weiter zu spielen. Hätte Vinicius gesagt, dass er nicht weiterspielt, wären wir alle nach drinnen gegangen, einer nach dem anderen. Schauen Sie, für mich gibt es etwas, das ich den Spielern gesagt habe. Es gibt keinen Titel und keinen Sieg, den ich mit Real Madrid erringen könnte, der so viel wert ist wie die Reaktion aller Teamkollegen in dem Moment, wie sie reagiert haben und wie sie weitergespielt haben und jede einzelne der späteren Aussagen von ihnen allen. Es gibt einfach nichts, was mich stolzer macht, als eine vereinte Mannschaft zu sehen, die einen Teamkollegen schützt, die so zusammenhält und die alle gemeinsam kämpfen. Hallo Álvaro, Miguel Ángel Toribio, live für Radio Marca. Das war eine Aktion, die um die Welt ging. Heute hat Bayern-Trainer Vincent Kompany über 10 Minuten lang darüber reflektiert. Und ich wollte Sie fragen, weil er die Beleidigung vom Torjubel getrennt hat. Und beim Jubel forderte Mourinho Vinicius auf, wie Di Stefano, Pelé oder Eusebio zu feiern. Hat Sie diese Überlegung von José überrascht? Wissen Sie, nein. Wie ich schon oft sagte, bin ich nicht hier, um die Ansichten anderer zu kommentieren, egal ob von Kompany, José oder sonst einem Trainer oder jemandem, der ein Mikrofon vor sich hat. Und jeder ist natürlich frei darin, seine Meinung zu äußern. Ich finde, Vinicius Junior hat ein echtes Traumtor geschossen. Ein Traumtor in einem phänomenalen, fantastischen Stadion. Und er hat ein Tor so gefeiert, wie wir es schon hunderte und hunderte Male bei vielen Fußballern in der Geschichte gesehen haben. Und zwar bei vielen Fußballern, völlig ungeachtet ihrer Herkunft oder Hautfarbe. Ich wiederhole mich. Wir dürfen das Opfer nicht zum Provokateur machen. Wir können das nicht. Also wir werden das nicht zulassen. Ich persönlich halte es für nicht rechtfertigbar, das Opfer als Provokateur zu beschuldigen. Und ich sage es noch einmal. Ich glaube, nichts, was Vinicius Junior auf dem Platz getan hat, rechtfertigt eine rassistische Tat. Ja, und Gänsehaut, auch bei Álvaro Arbeloa. Wie toll er das gesagt hat, wie toll er da das Team in den Vordergrund gestellt hat. Es gibt keinen Titel, der ihm wichtiger ist, als zu sehen, wie eine Mannschaft zusammenhält. Und so etwas, ja, das macht etwas mit der Kabine. Auch danach die Aussage, wo er Mourinho einen Seitenhieb verpasst hat. Es gibt nichts, was das rechtfertigt. Vinicius hat etwas gemacht, was wir schon hunderte und hunderte und hunderte Male, er hat es 3-mal wiederholt im Spanischen, gemacht, was Hunderte vor ihm schon gemacht haben, wie sie schon gejubelt haben. Es war nichts Außergewöhnliches. Ja, und es gibt nichts, was im Anschluss passiert ist, dann rechtfertigt. Ja, tolle Worte von Álvaro Arbeloa. Allerdings wurde Álvaro Arbeloa, ich habe es ja eben schon ein bisschen durch die Blume gesagt, auch dazu gefragt, ob er jetzt so seine feste Elf hat. Ja, und ich bin der Meinung, der hat sich mehr oder weniger, hat er schon verraten, dass er jetzt seine Stammspieler quasi schon hat. Am Ende formuliert er das noch so, ja, die anderen sind auch alle wichtig, aber ja, hört euch mal diese Antwort zusammen an. Ayo Álvaro, José Aguado von La Razón. In den letzten Spielen hast du das Schema und fast dieselben Spieler beibehalten. Kommst du durch das Training auf diese Idee oder ist das dein Ausgangspunkt? Also die Idee, die du bei deiner Ankunft in Madrid hattest? Nein, nun ja, offensichtlich muss man, wenn man ankommt, die Spieler kennenlernen, mit ihnen arbeiten und sehen, was am besten mit der Mannschaft funktioniert, entsprechend der Idee, die ich habe. Und dann bringt die Leistung der Spieler sie auf den Platz und hält sie dort. Ich glaube, dass wir im Moment gut reagieren und alle Spieler sehr gut reagieren. Alles, was wir von ihnen verlangen, machen wir meiner Meinung nach jedes Mal ein bisschen besser. Und das ist es, was wir wollen. Dass man jeden Tag eine Entwicklung in der Mannschaft sieht, auf kollektiver und individueller Ebene. Dafür arbeiten wir und nun ja, wir werden weitermachen, damit diese Leistung von allen Spielern kommt. Denn wie ich gerade sagte, stehen noch viele Spieltage und viele Wochen bevor. Und hier geht es nicht nur um 11 Spieler, sondern um 25, die jeden Tag arbeiten. Wir bereiten die Spiele mit den 25 vor und all das Gute, was wir jetzt sehen, ist der Arbeit der 25 zu verdanken. Ja, und da hört man schon viel zwischen den Zeilen, würde ich beurteilen. Die Aufstellung, die wir in den letzten Spielen gesehen haben, diese sehr erfolgreiche, ist anscheinend die Basis, auf der Álvaro Arbeloa bauen möchte. Mal schauen, wenn ein Bellingham zurückkommt, wen er ersetzt.
Ich vermute mal einfach ein Eduardo Camavinga, obwohl der Franzose zurzeit gute Spiele macht, aber diese Box-to-Box, ich glaube, da ist die große Stärke von dem Bellingham. Werden wir dann in Zukunft sehen. Ja, allerdings wurde Arbeloa auch zu einem anderen Spieler gefragt, der für mich auch ein riesen Gamechanger ist, Trent Alexander-Arnold. Ja, hören wir uns mal an, was unser Trainer zu dem Engländer zu sagen hat. Hallo, wie geht's? David Alvarez von El País. Ich wollte Sie nach Trent fragen. Sie hatten schon große Spieler in der Kabine, haben mit großartigen Passgebern zusammengespielt. Was ist das Besondere an Trents Schusstechnik und was gibt er dem Team, sowohl beim Spielaufbau als auch beim Torabschluss? Danke. Nun, das Besondere ist, glaube ich, offensichtlich, oder? Nicht nur die Präzision, sondern auch die Schärfe seiner Pässe und vor allem, dass er kaum Zeit oder Platz braucht für einen Pass über 60 oder 70 Meter, der unseren Stürmern immer einen Vorteil verschafft. Darauf legen wir großen Wert, wie wichtig es ist, sowohl Vinicius als auch Kylian Mbappé in Laufduelle zu schicken. Und nun ja, er macht es wirklich fantastisch nach seiner Rückkehr aus der Pause. Es ist nicht leicht, wieder auf dieses Niveau zu kommen und ich denke, er passt sehr gut zu dem, was wir im Team brauchen, nicht wahr? Er kann innen spielen, außen spielen, mit seinen Flankenpositionen oder Vorlagen für die Stürmer suchen, Steckpässe spielen. Ich finde, das Zusammenspiel mit Fede und Arda funktioniert bei den dreien sehr gut und wir müssen weiter mit ihm arbeiten. Aber gut, ich denke, Trents Leistung und sein Niveau sind für jeden sichtbar. Und ich freue mich sehr für ihn. Ja, sehr lobende Worte von Álvaro Arbeloa für den Engländer, der, wie gesagt, ich kann es gar nicht oft genug sagen, wie anormal es ist, dass ein Spieler als rechter Verteidiger so dominant ist für das Spiel von einer Mannschaft. Ja, diese Qualität hat ein Trent Alexander-Arnold. Dafür hat Real Madrid ihn geholt. Auch dieses Dreieck, was er explizit nochmal betont hat, was er mit einem Fede Valverde und einem Arda Güler hat, wie gut die drei harmonieren. Ja, Álvaro Arbeloa mag es, mit diesen Dreiecken zu arbeiten. Auf der Seite auf der anderen Seite ein Carreras mit einem Vini und mit einem Camavinga. Auch das Dreieck funktioniert super. Ja, ich bin tatsächlich gespannt, wie ein Bellingham da wieder in die Mannschaft kommen möchte. Ja, könnt eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren lassen. Tolle Worte von Álvaro Arbeloa. Ja, jetzt waren es sehr viele tolle Worte und sehr viele gute Nachrichten. Ich muss allerdings auch eine schlechte Nachricht mitteilen, denn der Schiedsrichter, der uns heute pfeift, es wurde offiziell festgelegt, ist der Schiedsrichter, der uns im Bernabeu gegen Celta Vigo gepfiffen hat, derjenige, der uns 3 rote Karten verpasst hat in der Heimniederlage. Und zu diesen roten Karten ist es ja nicht aus Zufall gekommen. Zu diesen roten Karten ist es gekommen, weil er jede Entscheidung in den 60 Minuten vor diesen roten Karten oder 70 Minuten immer nur gegen Real Madrid getroffen hat. Und anstatt dass die spanische CTA, die Schiedsrichter sich denken, den Schiedsrichter sollten wir lieber nicht erstmal nach Madrid ansetzen, nach seiner bodenlos schlechten Leistung. Nein, in diesem sauschweren Auswärtsspiel, wo wir letztes Jahr schon Punkte gelassen haben, ja, kommt wieder ein Schiedsrichter. Letztes Jahr in Osasuna war es Munuera Montero, das werde ich nicht vergessen. Der hat einen Bellingham mit Rot vom Platz gestellt, 3 Elfer für Real Madrid in der ersten Halbzeit nicht gegeben. Ja, bin ich gespannt, wie Quintero González das alles noch übertreffen möchte. Ja, ihr seht schon, von der Zeit dieses Video platzt aus allen Nähten. Allerdings kommt es mir zugute, dass ein Arbeloa ja eben die Aufstellung schon quasi verraten hat. Das heißt, ich brauche gar nicht die Aufstellung machen, die ich machen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. Denn ich würde die Aufstellung machen, die wir heute alle erwarten. Die gleiche Aufstellung wie in den letzten Spielen. Nur für einen verletzten Dienhausen kommt ein Raúl Asensio zurück in die Mannschaft. Das wäre die Ausstellung, die ich machen würde, wenn ich Trainer wäre und die ich ganz ehrlich auch heute Abend erwarte. Ja, ich bin gespannt, was ihr zu der Aufstellung sagt, was ihr zu dem Video sagt, was ihr zu der Strafe von Pietrani sagt. Lasst eure Meinung bitte in den Kommentaren. Seid so lieb, lasst ein Like auf diesem Video, teilt dieses Video, hypen, hypen, hypen. Wir sind bald bei den 25.000, also wenn du noch kein Follow da gelassen hast, bitte klick drauf, tust mir einen Riesengefallen. Und wir sehen uns heute Nachmittag wieder. Bis dahin. ¡A la Madrid!